herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 82. Folge von Playmocast. Und in dieser 82. Folge gibt es ein sehr, sehr spannendes Thema, von dem der heutige Co-Moderator aber gar nicht weiß, dass es überhaupt Thema ist. Ist ein bisschen ein Überraschungseffekt, aber ich sage erstmal herzlich willkommen, Tobi. Ja, moin Lars. Ich bin sehr gespannt. Es ist fast wie Weihnachten. Oder noch ein bisschen besser. Nee. Ja, ich weiß noch nicht. Kommt auf das Thema drauf an. Aber es ist wirklich, also jetzt kein Witz, ne? Ich weiß wirklich noch gar nichts. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ja, du kennst weder den Überbegriff, also weder das Thema noch die zeitliche Epoche. Und ich dachte, ich überrasche dich hier ein bisschen. Du kennst keinen der heutigen 10 Artikel im Format Meine Besten. Meine Besten. Ganz witzig ist, vor 60 Folgen haben wir die erste Folge zusammen gemacht, denn da war die Folge 22, die Mobilux-Folge, Thema. Und umso witziger, finde ich, machen wir heute aber auch ein Thema, was dir sehr viel Spaß machen wird. Hast du eine Idee, in welche Richtung das geht? Wir haben mal lose über Motorsport gesprochen. Mhm. Das wäre nochmal was kommen könnte. Ja. Was haben wir denn sonst noch nicht behandelt, was wir toll finden oder was ich toll finde? Weil du sagst ja, es macht mir Spaß. Ich kann mal ganz grob sagen, dass es so dein Lieblingsthema wird. Also ziemlich sicher. Ja, dann ist es ja Western. Das auf jeden Fall, genau. Und dann haben wir ja schon über die 70er und 80er Sets gesprochen. Ja. Und auch über die 90er Sets. Also machen wir heute Western ab 2000. Oha. Und da haben wir ein paar Artikel dabei und du musst mir jetzt vor jedem Artikel, eigentlich ist es egal, ob du mir die Zahl sagst, aber du kannst mir gleich vor jedem Artikel einmal die Zahl sagen, dass wir hier ein bisschen Überraschungsmoment reinbringen. Am Ende sind alle 10 Artikel, die wir hier vorhanden haben, sowieso in der Liste. Aber so haben wir hier ein bisschen Überraschungsmoment. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt rein mit deiner ersten Zahl, Tobi. Dann nehme ich die 5. Die 5. Ja. Damit gehen wir zu einem Thema, das wir kürzlich erst besprochen haben. Das sind die Nordstaatler. Und aus dem Jahr 2022 ist das Four Rocks mit der Produktnummer 70944 der erste Artikel, den wir haben. Mhm. Der bleibt natürlich hier bestehen, also den setzen wir jetzt nicht, weil ja nicht so viel hier passiert. Ja. Aber wir können den ja trotzdem besprechen, deswegen bin ich gespannt, wie du mit dem Four zufrieden bist, Tobi. Ich habe es tatsächlich meinem Sohn gekauft. Der hat es, glaube ich, zum Geburtstag bekommen, vor einiger Zeit dann mal. Mhm. Ja, also es ist okay. Es haut einen nicht vom Hocker. Mhm. Ich finde, es ist deutlich kleiner als gefühlt als das, was wir früher hatten. Die Figuren sind, das haben wir ja schon mal thematisiert, finde ich schwächer geworden, einfach weil sie halt auch weniger Zubehör haben. Ne? Das ist teilweise, also zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, ist da ein Nordstaatler bei, der ein Säbelgurt eigentlich trägt oder ja, ne? Und da steckt aber eine Pistole, soll da drin stecken, laut Anleitung, wo aber eigentlich ein Säbel reingehört. Die Säbel sind aber nicht dabei. Und das fand ich, da hat sich, glaube ich, einer nicht so viel Gedanken gemacht am Ende. Mhm. Ich meine, da sind 2 Cowboys, sag ich mal, dabei. Die finde ich ziemlich gut. Die Soldaten finde ich einfach, als ob da die Hälfte fehlt, irgendwie gefühlt. Da ist, Ansonsten finde ich das Four, ist in Ordnung. Also, es ist jetzt nicht der Brüller, aber es ist auch nicht ganz verkehrt. Ja. Ich finde das so ganz cool, also man muss sich, glaube ich, da mal ein bisschen lösen von den 90er-Sets, ne? Ich glaube, die miteinander zu vergleichen und dann da irgendwie auf Vielfalt zu gehen oder so oder zu schauen, was war in den 90ern geil an, ich glaube, damit kommt man nicht so weit, ne? Weil irgendwie hat man da schon eine bessere Auswahl dann irgendwie auch. Und ich muss aber sagen, also ich war vorher auch ein bisschen pessimistischer und finde es aber so an sich eigentlich ganz cool. Also finde auch so ziemlich viele Artikel, wie mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, dann am Ende auch wirklich ganz gut. Man muss sich natürlich immer hier nur ein bisschen reinfuchsen und muss irgendwie sagen, ist eine andere Zeit, irgendwie sind nicht mehr so viele Figuren in den Sets und so an sich finde ich schon ganz witzig. Du hast natürlich, wenn du da reinfährst, also da war bei Four, glaube ich, ein bisschen anders. Da hattest du ein bisschen mehr Platz und konntest die Kutsche auch mal wenden lassen. Also an der Kutsche brauchst du dir wirklich nicht denken. Also das ist natürlich ein großer Kritikpunkt. Also da gehe ich bei ein paar Punkten auf jeden Fall mit, die du genannt hast. Aber so an sich
ist natürlich auch ärgerlich, also wenn da einfach Ausrüstung fehlt, ne? Wenn du die in den 90ern hattest, das war so eine Basis, die Nordstaatler waren irgendwie repräsentativ für die Westernwelt und dann, ja, dann machst du das so ein bisschen halbherzig. Aber Ja, gut, erstmal hier, ja? es ist halt einfach so, der springste Punkt ist halt der, nimm den Säbelgürtel nicht als Pistolengürtel. Das ist eigentlich der einzige Punkt, den ich da habe. Also Ja. es ist ja kein Problem, die Pistolen wegzulassen und ihm stattdessen einen Säbel hinten reinzustecken und ein Gewehr in der Hand zu drücken. Ja. Ist schon in Ordnung. Was ich wirklich als großen Kritikpunkt sehe, ist, dass es keine Halstücher mehr gibt. Und falls du dich erinnerst, wir haben ja mit Christian damals lange und breit über gelbe Halstücher und wer die Ja. erfunden hat, gesprochen etc. Hollywood. Aber Halstücher sind ja einfach so omnipräsent eigentlich, ne? Und die fehlen da komplett und das finde ich halt sehr schade. Ansonsten ist es dann wieder ein Meckern auf einem recht hohen Niveau, aber zum Beispiel auch eine Kanone fehlt. Das war eigentlich auch so. Ich glaube, war die immer dabei? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber in den ersten Jahren auf jeden Fall war immer eine Kanone dabei. Ja, ich würde sagen bei Glory nicht, aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ja. Naja, Schwamm drüber. Ja, gut. Ja, aber solide Position 1. Noch. Tobi, ja, was ist die zweite Zahl, die du nennst, der zweite Artikel? Nehmen wir mal die 10. Die 10 Ja. ist der Postkutschenüberfall aus 2025. Ja, Und der ist ganz cool. Kann jetzt direkt loslegen. Ich würde den einmal direkt auf die 1 packen. Ja. Ich auch. Das ist schon mal witzig. Wir hatten den irgendwann schon mal in den Neuheiten besprochen. Ich glaube, da warst du nicht dabei in der Folge. Mhm. Und da habe ich den nur auf Silber gepackt in dem Format Wohin damit. Und ich habe es Okay. wirklich bereut. Ich habe es richtig bereut, weil ich war irgendwie so ein bisschen gegen die Pferde und so und dachte mir, ja, da ist aber nicht so viel dabei. Und dann habe ich mir die Kutsche in den Wochen danach immer wieder angeguckt und in den Monaten danach und muss echt sagen, die ist ziemlich perfekt. Natürlich ist das jetzt kein Vierspänner oder so. Das geht so ein bisschen verloren, aber so in der heutigen Zeit ist das echt ein Top-Set, finde ich. Ich finde den Reiter geil, ich finde den Kutscher geil. Ich finde alles an dem Set eigentlich geil, außer vielleicht die Pferde, die so ein bisschen abfallen. Zweite Generation hier wieder, also ein bisschen wieder barockmäßiger, so, das ist natürlich geil. Aber an sich würde ich sagen, ist natürlich blöd, wenn ich es jetzt schon sage, aber das ist schon mit das beste Set aus meiner Sicht, was ich hier kriegen kann. Deswegen finde ich, ist das eine verdiente 1. Ja, mit den Pferden, du weißt ja, ich komme da immer mit durcheinander, aber da sind ja zwei verschiedene Arten von Pferden dabei. Ne? Der Bandit sitzt ja auf so einem anderen Pferd, was so ein bisschen dynamischer ist. Genau, das ist dritte Generation. Das ist genau. dritte Generation, ja, siehst du, okay, da haben sie gemischt. Aber ich finde den Kutscher einfach sensationell gut mit seiner Weste da, mit Ja. dem Posthorn drauf. Ja. Finde ich richtig gut. Der Bandit ist natürlich auch erste Sahne. Der ist perfekt. Vielleicht wäre noch ganz schön, da sind wir wieder bei dem Thema, irgendjemand in der Kutsche drin, wäre natürlich auch cool gewesen. Weil das ja so ein Anfangsset ist und eine Figur mehr macht ja wahrscheinlich den Kohl nicht ganz fett, aber ich finde die Kutsche ist auch toll. Die ist nicht rot, aber das ist, finde ich, gar nicht schlimm in dem Moment, weil das wirkt von den Farben her total gefällig. Ja. Sie ist bunt auf eine gewisse Art, aber dadurch, dass das eher so ein bisschen Pastellfarben, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ist, knallt das nicht so, ne? Ja. Es sind angenehme Farben, die gut miteinander Ja, harmonieren, ne? genau, also genau, schon richtig, ja. klassisch irgendwie. Ja. Und ich finde das Ding einfach nur richtig geil. Also, Ja, das hat auf jeden Fall was. ja. Haben wir auch zweimal da. gucken. Ja, stark. Mal gucken, was noch so kommt. Ja. Und dann bin ich gespannt auf deinen nächsten Artikel, Tobi. Dann nehmen wir jetzt mal die 1. Die 1, das ist mit der Produktnummer 1023 aus dem Jahr 2022 das Banditenversteck. Das füge ich dir hier sofort ein. Mhm. Und hier ist es. Das ist ja auch etwas, was irgendwie schon ganz lange bei Playmobil lagert. Gerade der Typ mit dem Zylinder und dem Mantel da oder der Weste, ne? Den Ja. gibt es ja schon ewig und 3 Tage irgendwie gefühlt recyceln sie den. Auch den anderen hier, das ist ja, glaube ich, auch einer, der in dem neuen Vor da mitreitet, der mit diesem im Rot da. Ja. Gefühlt haben die davon so viel produziert. Ist schade irgendwie. Aber gut, tut dem Set jetzt keinen, jetzt fehlt mir gerade das Wort, du weißt, was ich sagen will. Kein Abbruch. Genau. Ja. Achso, ich muss es ranken. Ne? Nee, Genau. doch. Entschuldigung. Ich das erstmal auf die 2. Also, Okay.
Okay, dann schiebe ich es hier direkt bei dir auf die 2 und ich schieb's auf die 3. Ich finde das vor ein bisschen besser. Und ja, bin mal gespannt, warum es für dich besser ist als das vor und schlechter als die Postkutsche. Ich finde Banditen cool. Ja, Und ich finde das Set an sich auch echt für sich. Die Figuren finde ich mittlerweile etwas langweilig, weil man sie halt schon so oft gesehen hat. Und die Dame, weiß ich nicht, sieht mir jetzt auch nicht so nach Banditin aus. Aber ja, ich finde, du hast da richtig schön viel Zubehör. Du hast einen Skorpion, du hast Schlange, du hast ein Stinktier, du hast ein schön bedrucktes Gewehr, was sie da hat. Du hast Dynamit, du hast alles, was du brauchst. Ja, also ich finde es vom Zubehör und von allem drum und dran, finde ich, es ist ein super Set zu einem super Preis. ja. Von daher, also ich finde das vor nicht so gut wie das tatsächlich. Mhm. Ich bin hier so ein bisschen bei den Farben, wo ich mir denke, ja, die Figuren holen mich gar nicht so ab. Also die haben irgendwie nichts Cooles und nichts Individuelles, wo ich mir denke, boah, die Figur gefällt mir aber hier richtig gut und da passen die Farben richtig gut zusammen. Das muss vielleicht auch nicht so sein, aber auch der Hut von ihr sieht eher aus wie so ein Nordstaatler-Hut irgendwie, wie so ein neuerer Nordstaatler-Hut. Das ist ja per se nicht falsch, aber irgendwie auch die grünen Fässer und so. Ich verstehe das nicht ganz, aber vielleicht hänge ich da Na ein gut, bisschen zu sehr in den 90ern fest. naja, aber die grünen Fässer, die sind ja tatsächlich in der Zeit komplett, zieht sich das ja durch. Das ist bei der Goldmine hast du die dabei, da gibt es ja noch einen Genau, Planwagen, bei dem die bei genau, sind. genau. Das ist ja das Logo von dieser Minengesellschaft. Von daher finde ich das ganz gut, weil du Okay. einfach dann sagen kannst, das haben sie nachher, also ich jetzt, ne, haben sie Na klar. geklaut oder irgendwas. Ähm, und ich finde tatsächlich mal grüne Fässer als Abwechslung mal ganz schick. Vielleicht ist da Chemie drin oder so. Vielleicht ist das ja was Ja. Gefährliches. Nee, ja, aber bei den Figuren bin Ja, ich bei dir. Sie sind für uns halt jetzt irgendwie so ein bisschen unspektakulär, aber weißt du, wenn du das einem Kind gibst mit 4, 5, ja 6 klar. Jahren, Ja dem ist klar. das wahrscheinlich relativ egal. Aber, und das ist mein letztes Wort noch einmal dazu, auch dort fehlen wieder die Halstücher, damit die Banditen sich ne, verschleiern Vermummen können. können. Ja, Ja, genau. weil Das das ist, stimmt. so sehen sie ja eher nach Cowboys aus, anstatt nach Banditen. Gerade sie. Wenn du ihr jetzt auch noch so ein Ja. Tuch vormachst, dann sieht sie vielleicht gefährlich aus. So würdest du eher sagen, das ist, ja, eine nette Dame, die da zu Besuch kommt. Ja, da fehlt so ein bisschen das Bösartige. Das sind auch Hm. keine, okay, er hat so ein bisschen böse Augen hier auf der rechten Seite, aber ansonsten, ja, die sehen wirklich zu freundlich aus. Sie sieht eher aus wie so eine Folklore-Sängerin, die in Saloons auftritt. Ja, genau. Aber, na gut, wir gucken Ja, mal, was der Rest noch so bringt. Und ja. dann bin ich gespannt, welches Set das nächste sein wird. Ja, wir haben jetzt 1, 5 und 10. Dann nehmen wir jetzt die 2. Jetzt gehen wir mal einfach durch. Die 2 ist mit der 5248, der Planwagen mit Überfall. Auch Was aus ist dem das? Jahr 2012. Mhm. Das ist dieser hier. Und da würde ich sagen, der sieht schon gut aus, der macht schon eine Menge her. Das grüne Fass ist so ein bisschen versteckt, das ist mein Vorteil hier bei der Betrachtung. Boah, ich überlege gerade. Ich finde das Ding schon richtig gut. Mir gefällt da eigentlich alles, was so zu sehen ist. Und deswegen packe ich es auf die 2. Ja, da packe ich es auch hin. Stark. Dann würde ich direkt reingehen in die Bewertung. Und ja, also ich finde die Figuren eigentlich alle gut. Sind natürlich auch so ein paar Figuren dabei, die man schon so ein bisschen kennt. Aber gut, du hast schon recht, ne? Wenn man erwachsen ist, dann gewöhnt man sich irgendwann an die Figuren. Dann hat man ein bisschen besseren Überblick. Und ja, ist so schon alles cool. Ich finde den Planwagen gut. Ich finde gut, dass ein Planwagen dabei ist. Der gehört ja in der Westernwelt. Da hinten der linke Räuber ist cool. Also der ganz links. Und dann der rechte ist auch ganz witzig. Auch überraschend finde ich aus meiner Sicht, dass hier dieser Pistolengurt aus Ja, den, weißt du besser als ich, späten 80er Jahren verwendet wurde. Oder ja, Träumchen. ich finde ihn nicht so gut. Also mir gefallen dann die neueren ein bisschen besser. Aber so an sich macht er schon eine Menge her. Also ich finde schon cool, dass sie den verwendet haben. Und ansonsten, ja, finde ich, verdienter zweiter Platz, ist eine geile Gestaltung, kannst du nicht meckern, kriegst du alles, was du brauchst und haben die sehr, sehr gut gemacht. Ja, und ich finde, da siehst du wieder, was tatsächlich die Halstücher ausmachen, wie viel Ja, cooler die Figuren aussehen. Ich meine, der auf dem Pferd vorne auf der Kutsche sitzt, der hat ja so eine nackte Brust, da macht ein Halstuch natürlich keinen Sinn. Der will ja, ja seinen Brusthaar auch zeigen. Ähm, aber bei den anderen finde ich, also bei dem, der Cowboy auf dem Kutschbock, das ist top. Der ist richtig, richtig gut, auch mit dem karierten ja, Hemd. Also ja. sensationell gut. Mein einziger Kritikpunkt ist tatsächlich die Haare von den Banditen. Die finde ich nicht besonders schön. Das ist auch das Erste, was ich gemacht habe, als er ankam, dem neue Haare zu Mhm. geben.
weil ich die echt ja. schlecht finde. Okay. Aber Ich finde die ganz. Ich ansonsten, finde- ja, Nee, mach du? ich wollte nur sagen, ansonsten finde ich das Set wirklich top, also auch vom Zubehör her und mit Ersatzrad drin und mit allein auch der Eimer vorne dran da und so, also so, dass Ja. du alles so ein bisschen, da hast du wirklich noch die Details, wo einer drauf geachtet hat, auch dann rein theoretisch die Löcher da drin, wo die, wenn es den Indianer gibt, dann auch Pfeile reinschießen können und sowas, also oder wo auch jemand reingeschossen hat, also allein diese Details sind toll und deshalb mein Ja. einziger Kritikpunkt sind die Haare von dem Fidi. Ansonsten ist das echt ein ganz tolles Set. Ja. Ja, sehe ich auch so. Du kannst auch also wie du sagst, ne, mit den Halstüchern hast du einfach nochmal so ein bisschen so eine Farbnuance mehr und kannst einfach nochmal ein bisschen mehr kombinieren und mehr Sachen irgendwie so individueller gestalten. Also finde ich auch sehr cool. Und ich finde wirklich die Frisur bei dem Banditen hier, bei dem rechten Banditen, ich finde die ganz geil, weil der irgendwie komplett ranzig aussieht. Und ich finde, es passt da perfekt rein. Also Ja. irgendwie gefällt mir da ganz gut hier. Aber Ja. ansonsten, ja. Eins habe ich noch. Die Hm? blaue Peitsche. Habe ich gar nicht gesehen, siehst du? Der hat eine blaue Peitsche in der Hand. Das ist natürlich Ei, ei, etwas, ei. was so, wo du sagst, ach komm, was soll das? Ja, das ist gar nichts. Okay, Da haben wir aufgehört, ne? Aber ansonsten, ja gut, komm. das stimmt. Die Peitsche hat er sowieso fast nie in der Hand wahrscheinlich, von daher, alles gut. Ja, ich hoffe, die geht als erstes verloren. Ja, So, dann kommt nun der 5. Artikel hier ja, mit der Nummer 4. mit der Nummer 4. Das ist ganz witzig, weil ich glaube, also es war jetzt hier kein großes Problem, wo ich mir dachte, du bist hier nicht vorbereitet oder so, wenn du die Artikel nicht siehst, weil du kennst ja die Artikel, glaube ich, alle ganz gut. Deswegen dachte ich, ist das hier ganz cool, denn die Nummer 4 ist auch ein Artikel, den wir richtig gut kennen eigentlich. Ist ein bisschen, kam ein bisschen zu spät eigentlich. Hätte in die 90er reingepasst. Können wir gleich was zu sagen, ist die 64. 78 steht da, glaube ich. Ich sehe nicht, ob es 76 ist oder 78. Das ist die Bank aus 2016. Ja, Und jetzt bin ich gespannt, Tobi. muss ich gerade mal echt ganz kurz überlegen. Ich würde die vor das vorschieben, auf die 4. Ja, ich schieb's auf die 2. Oha. Ich finde es schade, warum es nicht höher reicht, weil da keine Figuren bei sind. Ja, Und ich finde es in dem Moment schwierig, was heißt schwierig, aber es wäre cool, wenn da zumindest ein Banker bei gewesen wäre. Den haben sie ja da. Weil so eine Figur ist halt, weißt du, wenn du im Saloon bist, stellst dahinter einen Cowboy, alles gut. Aber in so eine Bank musst du halt schon echt irgendwie einen mit Anzug und Monokel oder irgendwie reinstellen. Und ja, das ist das Einzige, was mir hier echt fehlt. Und weil so kannst du dann, ja, fürs Kind wiederum ist es dann egal, aber das ist ja, glaube ich, ein Set, wo man wieder sagen muss, das ist definitiv für Erwachsene produziert worden. Weil ja, ohne Figuren, machst du nicht für Kinder dann in dem Sinne, sondern es ist ja wahrscheinlich nochmal für Leute, die ihre Häuserwelt ein bisschen aufhübschen wollten. Wahrscheinlich den Saloon gab es damals dann wahrscheinlich auch, oder? Weiß ich nicht. der kam erst ein bisschen später raus. Also erst Ah, okay. 2022 ist aber auch ein Set, was Ja, wir hier okay. nochmal dabei haben, genau. Aber hier den Bahnhof gab es damals als Einzelset nochmal auch ohne Genau, Figuren. der kommt nachher ja? auch noch, genau. Ah, okay. Ja, von daher ansonsten eigentlich ein super schönes Set. Ich habe es damals auch gekauft, als es rausgekommen ist. Ich hatte da aber auch die Mitnehmbank. Es gab dann irgendwann mal so Genau. eine Mitnehmgeschichte, Bank und Sheriff Office. Ja, Und da war ja der Banker dabei, der dann da eingezogen ist. Von daher passte das alles. Ich verstehe es halt nicht, warum es ohne Figuren ist. Das hätte den Preis nicht in die Höhe getrieben und soll das Set jetzt aber nicht schmälern. Also ja, ist es aber halt einfach nur ein Haus. Und du weißt, ich mag die 80er Jahre Häuser noch etwas lieber mit dem geschlossenen Dach. Von daher kommt es nicht ganz so hoch. Aber es ist trotzdem ein gutes Set. ja. Ja, ich finde die 80er Häuser perfekt. Also die gehen ja nicht besser. Das sind die besten, die du kriegen kannst, finde ich. Und ich finde, die sind auch ein bisschen zu groß hier irgendwie. Und merkwürdig war da ja in den 90ern auch, dass du 2 verschiedene Gebäude hattest. Du hattest genau 2. Du hattest einmal den Saloon und einmal das Sheriff Office. Und das ist ein bisschen dünn. Da hattest du wirklich in den 70ern und 80ern viel, viel mehr Vielfalt. Und ich verstehe nicht, warum die das dann nicht so gemacht haben wie hier in den 90ern bereits, dass sie einfach, ist ja kein großer Mehraufwand, einfach Gebäude produzierst oder denen einfach eine andere Farbe gibst und dann hast du einfach eine Bank noch mit rein und dann ist cool.
Ob ich jetzt ein richtig großer Fan bin hier von diesem Orange und Grün, weiß ich nicht, aber ist schon mal cool, dass sie einfach noch ein Gebäude mit reingepackt haben. Und warum nicht mal eine mutige Farbwahl? Und in der Zeit muss man ja sagen, so 2016, da bist du ja eigentlich ganz froh, wenn da keine Western-Figuren dabei sind. weil die eigentlich, weil die Ja, alle das nicht so stimmt. geil aussahen. Aber so an sich finde ich das schon richtig geil. Also ich finde das ein cooles Haus. Ja, Und mir gefällt das richtig gut. Von daher, eine Bank ist immer geil. Wie gesagt, bei Weitem nicht so geil wie unsere weiße Bank aus den 70ern und 80ern, aber ist schon okay. ja, das auf jeden Fall. Ja. Tobi, womit beglückst du uns als nächstes? Jetzt drehen wir den Hahn mal andersrum auf und fangen mit der 9 an. Die 9, das Ja. ist die von dir schon angesprochene Goldmine mit der Produktnummer 70948 aus dem Jahr 2022. Mhm. Ich nehme die 3. Ja. Boah, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist schwer. Ich Ist finde schon es ganz auch, aber geil. Ja. Boah, ich kannte die Artikel, habe mir vorher keine Gedanken gemacht, war auch nicht gut. Ich pack's. Ich finde, die 3 ist bei mir auch solide. Ich würde auch die 3 nehmen. Ich finde die Goldmine ein bisschen besser als den Planwagen und schlechter als den Saloon. Genau, gehe ich auch auf 3. mhm. Ja, ist ja auch eine Neuauflage, ne? Gab es ja auch schon mal Genau, in der Form. Äh, genau. figurentechnisch finde ich es okay. Die sind okay, die Figuren, die dabei sind. Ähm, ja, ist jetzt nicht, haut einen nicht vom Hocker, aber das Set ist natürlich cool, weil du halt diesen Einsturz hast Ja. mit dem versteckten Mechanismus und ich weiß, dass mein Sohn da sehr, sehr viel Freude dran hatte, Hm. das immer einstürzen zu lassen. Also das war Ja. schon ziemlich cool. Cool ist natürlich auch diese Lampe, die beleuchtet ist. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Und das Gold finde ich gut, sieht gut aus. Ja. Es sind tolle Der Esel ist Goldklumpen. ein Traum, finde ich. Ja, der Esel ist sensationell gut. Also Ja. ja, von daher ist ein solides Set für diese Zeit. Ich glaube, da kann man nicht klagen. Ja. Aber es ist keine Eins. Nee, würde ich auch sagen, ist ein ganz cooles Gebäude. Gefällt mir richtig gut. Muss man echt schon sagen, ist einfach ein bisschen anders als McLarens Goldmine. Aber Ja, ist trotzdem ziemlich, ziemlich stark. ja, Und ich muss aber sagen, ich hätte es geiler gefunden, wenn da irgendwie anstatt Danger irgendein Name stehen würde. ja, Irgendwie, was weiß ich, Johnsons Goldmine oder irgendein Kram. Das ist immer ein bisschen geiler. Also das Danger finde ich richtig hässlich, das sieht richtig dumm aus. ja. Und das ist so mein größter Kritikpunkt an dem Set. Ansonsten finde ich das gut. Und wie gesagt, der Esel, der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Also das ist schon lustig. Weißt du, wie die zweite hieß? Also wie die nach der McLaren hieß? Hatte die einen Namen? Ich glaube, die hatten alle keinen Namen mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwie nur so eine Befestigung war. Ich bin mir aber, also, müsste ich recherchieren. Wollen wir kurz gucken, oder? Ja, warte, ich habe es tatsächlich gerade aufgerufen. Ja, die hieß auch schon Danger. Okay. Da war Ein natürlich cool, komischer Familienname, aber da war ja ein Sträfling mit bei, der dann da das Gold aus der Mine geholt hat. Und da fand ich diesen einen, damals war da so ein, vielleicht kannst du das ja einmal einblenden, das Bild, dann, ähm, da war so ein Nordstaatler gefühlt da. Also der hatte diese Nordstaatlermütze mit so einem Backenbart und so. Der war ziemlich cool, der dabei war. Also da waren die Figuren nochmal eine Nummer besser. Ansonsten ist ja, es ja dieselbe Mine, ne? Genau. Und es stand auch Danger dran, ja. war ein Südstaatler, glaube ich, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Mit dem pinken Oberteil oder rosa? Nee, dann sprechen wir Nee? von Okay. ich spreche von der 5246. Ah, okay, ich meine die. Achso, ich meine McLaren's Goldmine. Okay, Ja, deswegen, nee, okay. genau. Und ich meine die 5246, das ist ja dieselbe Mine im Prinzip. Und da steht auch Danger oben Hm. drüber. Und da ist halt dieser Soldat, der Sträfling und halt so ein Ah, so ja, meinst du, okay. Einsiedler dabei, genau. Ja, ja, Da okay. sind die Figuren schöner. Das würde ich höher ranken aufgrund der beiden Figuren da. Aber ja, Ja, das haben wir ja nicht. genau. Deswegen müssen wir damit arbeiten, was uns hier zur Verfügung steht. Und da haben wir dreimal, nee, nicht dreimal, sondern zweimal den dritten Platz. Und jetzt geht es zum 7. Artikel hier bei uns. Ja, und wir haben noch 6, 7, 8, ne? Genau. Ja, die 7. Kann man mal ein bisschen Abwechslung machen. Ist witzig, dass genau diese 3 Artikel überbleiben als letzter Artikel. Okay. 6, 7, 8 und einer kommt dann noch, ne? Ich habe jetzt gar nicht gesehen. Ah, die 3. Die 3 fehlt noch. Ja. Ach so, ja.
Genau, 6, 7, 8. Du hast die 7 genommen, ne? Ja. Ist ein alter Bekannter, ganz grob. Das ist nämlich der Saloon. Der hat hier aber die Produktnummer 70946 und ist auch aus dem Jahr 2022. Mhm. Wo tun wir ihn hin? Boah. Ah, es ist jetzt gerade. Ich habe da eine unnötig starke Meinung zu dem Artikel. Ja, dann mach du mal als erstes. Dann kann ich noch einen Moment überlegen. Boah, ich pack den ganz nach hinten, ich pack den auf die 7. Mhm. Ich glaube, da wandert er bei mir auch hin. Stark. Ich erzähle dir auch direkt warum. Ich finde es wirklich frech. Also ich finde erstmal frech, dass die einfach die ganzen Gebäude, da sind ja 3 große Gebäude, wenn du die Goldmine mit zuzählst, hast du noch ein Gebäude mehr, die es alle schon gab. Also die werden einfach nochmal verwendet. Und du hast ja eigentlich schon dann so ein bisschen die Hoffnung, dass sie irgendwas ändern. Also Fenster oder vielleicht die Farbe der Front oder so, dass sie irgendwas ändern, aber die ändern gar nichts. Sie machen da oben einen neuen Sticker drauf und dann steht jetzt gelb, Sonnengelb auf braun steht das Saloon. In der hässlichsten Möglichkeit, die es wirklich gibt. Also ich finde es wirklich scheußlich und du hast nicht mal ansatzweise den Charme, nicht mal ansatzweise das glorreiche Design vom Golden Nugget Saloon. Obwohl es ja fast das gleiche ist. Es ist fast genau das gleiche Gebäude oder es ist genau das gleiche Gebäude mit einem anderen Schild halt. Und ich finde es wirklich frech, dass sie das abliefern. Ich finde es grottenhässlich. Ich verstehe nicht, dass man da dachte, ja okay, wir machen das. Vielleicht ist das meine Befangenheit bezüglich der 90er Jahre und der 1994er Western-Serie, aber ich finde es wirklich abgrundtief hässlich, muss aber sagen, das Klavier ist schon geil. Also das haben die gut gemacht. Da gibt es ein paar ganz gute Sachen, aber ich finde halt, ist natürlich auch eine komische Betrachtung, aber ja komplett individuell, wenn du es mit den 90ern-Sets vergleichst und wenn du wirklich das Gleiche nochmal machst hier, dann machst du doch wenigstens genauso gut. Mhm. Ja, mein Punkt sind, ja, ich finde das Schild auch nicht so dolle. Die Golden Nugget hatte ich nicht gehabt, da kann ich also wenig zu sagen. Aber ich finde so, das Klavier ist gut, ja, aber ansonsten finde ich die Einrichtung so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Das Kartenspielen, das finde ich ganz gut, aber die Zusammenstellung der Figuren finde ich dann halt auch irgendwie doof. Ich weiß, bei dem Golden Nugget, war so eine schöne Saloon-Dame dabei. Genau, die war Was perfekt. dann halt auch einfach passend ist. Hier der Mann, der hinter der Theke steht, das finde ich okay. Ich mag diesen Hut überhaupt gar nicht von dem anderen Mann da. Ja. Ich finde auch sein Outfit nicht so toll, weiß nicht, gefällt mir so im Ganzen nicht. Also mir gefallen die Figuren nicht so besonders, mir gefällt das Gebäude an sich nicht so besonders. Ich verstehe nicht, warum ein Steckbrief da vorne dran ist. Der gehört für mich ans Sheriff Office und nicht an den Saloon. Ja. Also ja, es ist, ja, nee. Und er sieht halt genauso aus wie die Bank, ne, am Ende des Tages. Ja, und ich finde, die Farben funktionieren auch wirklich, also wenn du drauf guckst, funktionieren die Farben wirklich nur bei dem Golden Nugget Saloon. Weil isoliert betrachtet finde ich die wirklich hässlich und wenn du das Schild da irgendwie nicht geil machst, wenn du es auch nicht gelb machst, vielleicht würde das Gelb noch geiler aussehen. Aber das alles so lieblos, das ist einfach, okay, wir machen jetzt einen Saloon, damit wir einen haben und dann knallen wir den dahin. Egal, was damit passiert, das ist wirklich lieblos. Ja, ja. Also bleiben wir dabei. Genau. Ja, dann hoffen wir, dass die Nummer 8 besser ist. Die Nummer 8 ist der Westernladen mit Wohnung. Den haben wir mit einem anderen Namen kennengelernt. Und dieser hier ist von 2022 und hat die Produktnummer 70947. Jetzt bin ich gespannt. Ich schieb das auf die 8. Nee, auf die 8, komm. Ja, ich habe auch kurz drüber nachgedacht, aber ich finde im Vergleich zum Saloon haben die das hier richtig gut gemacht und ich muss leider sagen, dass mir das Gebäude wirklich richtig gut gefällt. Ja, das Also mir Gebäude gefällt da ist eigentlich top. alles. Ja, die Aufschrift gefällt mir, das neue Dach gefällt mir. Also das ist schon okay. Muss man sich ein bisschen Ja. dran gewöhnen, wenn man so ein bisschen befangen ist und der nicht mehr Colorado Springs Bahnhof heißt. Figuren, können wir gleich noch drüber reden, aber ich schieb's auf die 2. Oha, darf ich noch mal ändern? Du hast eigentlich recht. Es ist, ich habe es zu sehr an den Figuren bemessen, weil da schon wieder so eine Recycling-Figur dabei ist. Ich würde es tatsächlich auf die 4 schieben.
weil das Interieur wirklich grandios ist. Ja, ja. Okay, da habe ich es jetzt hingeschoben. Irgendwie ist bei mir was falsch. Jetzt überlege ich gerade. Ja, ich finde das einfach ziemlich geil. Also hier hast du mal so ein Beispiel, wo du sagen kannst, okay, die haben ein altes Gebäude nochmal verwendet, haben wirklich einfach nichts Neues gemacht, haben sich den einfachsten Weg gewählt, der einfach da war. Also wirklich, die haben sich so leicht gemacht wie selten mit diesen 2022er Western-Produkten. Das für die Kinder nicht schlimm, weil die Kinder kennen die alten Sets im Optimalfall nicht und dann juckt die das gar nicht. Also die wachsen ja damit auf und denken, ja, okay, das ist hier mein Western-Set, so ein bisschen wie mit den James Bond-Filmen, wo du weißt, ja, okay, wir haben Daniel Craig und vorher gab es keinen anderen Bond. Also hat ja auch ein bisschen Geschichte. Dann vergleichst du nicht, das okay so, aber so, wenn du als Erwachsener raufguckst, dann finde ich schon, ist das geil. Also es sieht schon geil aus. Das ist ja ein relativ großes Haus und auch ein Haus, was mir viel, viel besser gefällt als die 90er-Sets. Sowieso, wenn man so auf 87 guckt, diese Ja. Serie gucken wir uns auch nochmal an, die Western-Serie. Die haben so viele geile Sachen dabei und daher kommt das ja. Also, das ist schon heftig. Ja, es ist, wie gesagt, der einzige Kritikpunkt ist tatsächlich diese Recyclingfigur da. Ja, Ansonsten der abschließbare Gewehrschrank ist natürlich cool. Die Schränke an sich sind cool. Die stammen wahrscheinlich aus der Rosa-Serie, schätze ich mal. Ne? Ähm, ich habe das Set auch da. Ich habe es jetzt tatsächlich dann nochmal gekauft, weil es mir eigentlich so optisch sehr gut gefallen hat. Weil eigentlich hatte ich damals auch tatsächlich den Bahnhof ohne Figuren gekauft. Den hatte ich nämlich auch nicht. Ja, nee, also ich finde den Verkäufer gut. Der ist wirklich solide. Der andere ist halt das 35.000. Mal irgendwo in einem Set. das ist so billig, ja, wirklich. Ja, und dann, Das ist so schlecht. ja, also der ist wirklich, und dann, nee, dieser Hut, ich finde den Hut so hässlich. Also wenn du den einmal unterbringst, ist okay, aber irgendwie gefühlt in jedem dritten Set ist der drin oder in jedem zweiten Set. Und weiß ich nicht, der gefällt mir nicht. Ja. Aber ansonsten, schönes Ding. Ja. Ich finde auch die Familien aus dem 87er-Set, aus dem Colorado Springs Bahnhof, die Figuren sind einfach die besten, die es jemals gab. Also von daher, ja, auf jeden die Fall. kriegst du nicht nochmal. Ja. Das ist ein ganz, ganz tolles Set. Das ist wirklich damit nicht zu vergleichen. Also da stinkt das hier doch ein bisschen ab, ne? Das andere Ja, ist auf echt, jeden echt Fall. klasse. Ja. Auf jeden Fall. Tobi, wir haben noch 2 Positionen offen. Also noch 2 Sets, die kommen und jetzt bin ich gespannt, welches das vorletzte davon ist. Die 3 fehlt uns noch, ne? Genau. Die 3 Ja, ist nehm- nämlich Dann nimm die mal. die 52. Da schon mal liebe Grüße an Christian. Der hat das Set nämlich ausführlich in seinem Kanal besprochen. Christians Playmo-Ecke. Das ist nämlich das inoffizielle Yakari-Set. Wir haben nämlich Indianerkinder mitgebracht und bin gespannt, wo du es hinsetzt. Das ist jetzt natürlich ein totaler Stilbruch. Ja, Ist schon fast so ein bisschen außer Konkurrenz, weil das echt ein tolles Set ist. ja. Ich schwanke tatsächlich zwischen 2 und 3, weil ich das wirklich... ich pack's mal auf die 3. Ja, ich pack's da auch hin, glaube ich, obwohl mir die Bank ganz gut gefällt, aber nee, das ist schon besser als die Bank in meinem Fall, deswegen packe ich es auch auf die 3. Und ich dachte mir, also ich hatte es erst gar nicht erst mit drin und dachte mir dann, ja, eigentlich ist es ja auch ein 2012er Set, deswegen nehme ich es mit rein. Und ist schon geil, finde ich. Ja, perfekt. Das Pferd ist natürlich Hammer, Ja, weil wenn man Yakari kennt, ne, da ist natürlich der Genau. Wiedererkennungswert sofort da. genau. Auch ansonsten die Tiere, die dabei sind, Biber, Weißkopfseeadler. Genau. Ich finde auch dieses Geländestück ist toll mit dem, man weiß zwar nicht, wo das Wasser herkommt, aber Ja. es sieht toll Ja. aus, ne? Es ist einfach so mit den Fischen dabei und so. Also ja, es ist ein tolles Set zum Spielen und Ja. doch. Finde ich gut. Ja, finde ich auch cool. Ja, du hast ja irgendwie alles dabei, was es so gibt. Ne? Du hast Regenbogen Ja. dabei, das Mädchen, kleiner Dachs, großer Adler, kleiner Donner, das Pferd, dann Nanaboso, das Kaninchen, du hast Lindenbaum, den Biber dabei. Also das ist schon ziemlich geil. Man kann ja höchstens sagen, wenn man richtig tief drin ist in der ganzen Geschichte, dann kann man sagen, Schneeball ist eigentlich ein weißer Bär, der ist hier aber braun. Vielleicht
wollten die nicht reinpacken, konnten sie nicht extra produzieren, wollten keinen Eisbär nehmen, wie auch immer. Also ist ja unabhängig von der Geschichte, ist ja auch nur das inoffizielle Set, heißt ja nicht offiziell Yakari-Set, sondern heißt offiziell Indianerkinder mit Tieren. Und Aber- deswegen, Aber es steht ja drauf, ne? Wenn du das Ja, aufrufst, genau, es hab steht ja ich's Yakari drauf. genau, ich hab das mit Aufdruck gesehen bei, ich weiß nicht, die Playmobil-Seite, die ich nie verwende. Clickipedia, glaube ich, da steht es Ja. drauf, ne? Ich Aber weiß nicht, ob es. bei Playmobil direkt auch. Also wenn du es Ah, dir okay, auf der perfekt. Playmobil-Seite aufrufst, da steht es auch direkt drauf. Deshalb Ah, wundert sehr mich, gut. dass sie da auch gar keinen Hinweis zu haben. Ja. Da weiter, weil da ist nämlich rechts unten steht Yakari. Ah, okay. Ah, ja, ja. Ich habe nämlich den Aufdruck gesehen bei Clickipedia und dachte mir, weiß nicht, woher Ja. das kommt, weil Ja. bei Playmobil habe ich es nicht gesehen, aber dann habe ich auch falsch geguckt. Okay. Na gut, Dann- aber ganz geil, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann müssen wir gar nicht mehr so viel sagen, weil ein Set fehlt und ich kann dir natürlich nicht sagen, welches. Es ist, da muss ich kurz gucken, das Farmhaus fehlt. Das Farmhaus, das Christian in der 54. Folge mitgebracht hat, wo wir echt ein bisschen gemein waren, weil ich glaube, ohne Emotion geht es natürlich nicht, aber ohne Emotion hätte man vielleicht sagen müssen, Christian hätte mit diesem Set auch gewinnen müssen, weil das ist schon ein richtig geiles Western-Set. Also ich will ja gar nicht deinen Gewinn absprechen, um Gottes Willen. Du hast da verdient gewonnen. Aber das haben wir hier mitgebracht. Das Farmhaus aus 2022 natürlich und wen wundert's, wir hatten das schon mal und haben das hier auch leicht verändert, wieder mit am Start. Ja. Ich muss es erstmal ranken. Ich tue es auf die 7. Okay, da schiebe ich es mal ganz fix dahin. Ich pack's auf die 3. Ich habe mich gegen die Indianer entschieden für die Farmer. Hier wird das Territorium neu besiedelt. Oh Gott. Liebe Grüße an alle Indianer. Spaß. Ja, ich habe es nicht ganz so hoch, weil ich tatsächlich im Vergleich zu dem Set von Christian das hier deutlich schwächer finde. Von den Figuren. Was ich toll finde, ist das Doppelbett. Das finde ich richtig stark. Ja. Das war damals, meine ich, nicht dabei. Genau. Aber die Figuren finde ich hier richtig schwach. Einmal haben wir wieder diese Recycling-Figur, der Mann. Das ist wieder der gleiche, der ja, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch eben bloß halt mit einer anderen Frisur im Drugstore steht. Ja, überrascht mich natürlich völlig. Ja. Ja. Das Kind finde ich okay, aber sie, finde ich, passt überhaupt nicht in die Westernwelt. So mit ihrem. Sie sieht eher aus, Ja. als ob sie gerade vom Reiterhof kommt. Ja. Von daher fand ich die Figuren damals, da waren richtig tolle Figuren bei. Also wenn ich das im Vergleich hätte ich die alte Ranch hätte ich höher gerankt, weil ich die tatsächlich einfach ein bisschen von den Figuren her. Ich weiß, falls du dich erinnerst, da waren ja, die sehen ja wirklich aus wie, also der Opa, der dabei ist mit seinem Schaukelstuhl und der Zeitung, sie Ja. mit Kopftuch und Schürze halt, das ist voll die Zeit irgendwie gefühlt. Und trotzdem hat Und- Christian nicht gewonnen. Ja, und trotzdem hat Christian nicht gewonnen. Es ist Shame und, ne? Und so weiter. Stefan Ass, ja, wirklich. Ja. Nein, aber verstehst du, was ich meine? Das ist einfach so, für mich ist das wirklich so, die Figuren damals waren, und es war ja auch noch das Baby in der Wiege dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Die Figuren fand ich einfach deutlich passender als die heute. Und von daher, ja, holt mich das Set nicht so wirklich ab. Weil ich Ja. einfach sie wirklich, diese Frisur ist einfach nicht Western, finde ich, Western-like. Ja. So. Also sie würde gut zu, wie heißt noch die hier, Horses of Waterfall? Ne, Waterfall Horses? Genau, Wasserfall? genau. Ja, genau. Horses Waterfall. Hm? Ich finde, wenn du sie da hast, würde das nicht auffallen so. Da würde sie total Ja. gut zupassen. So. Ich finde die ganz gut. Also mir gefällt die wirklich ganz gut. Mir gefällt nur der Cowboy nicht. Ich mag das Pferd hier auch sehr, was dabei ist. Dieser Tobiano, der ist cool. Um einfach nochmal in einer anderen Pferdefolge Tobiano zu sagen. Der Schaukelstuhl ist rot. Ja, kann man machen, ist okay.
wollte ich gerade schimpfen, aber ist ganz gut. Die Schaukel ist natürlich süß. Das Bett ist das Beste, was du kriegen kannst. Habe ich mir damals 5-mal bestellt, weil ich mir dachte, boah, das ist so geil. Ich Ja, finde das Grundgebäude halt einfach gut und das holt mich so ab, dass ich mir denke, wie kannst du ein Westernhaus so gut treffen in so einem Playmobil-Format, in so einer Playmobil-Welt? Und da denke ich mir, das ist schon geil und ich finde es leider, ich gucke mir gerade die anderen Bilder an, ich kann das ja im Video nochmal einblenden. Ich finde es wirklich sensationell gut und ja, ich würde es am liebsten noch auf die 2 schieben, aber das ist schon besser da, dieser Laden ist schon besser. Nee, finde ich teilweise, also ja, finde ich tatsächlich echt geil. also wie gesagt, ich finde auch das Set an sich, ne, wenn du die Figuren austauschst, finde ich es gut. Ich finde das Blau des Daches jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich Hm, sagen. Das Grün fand ich etwas hübscher damals, aber in dem Rot wäre es zum Beispiel auch cool, wie beim Drugstore, würde auch sehr gut passen. ja. Blau finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, Mhm. Ansonsten hast du recht, dieses Haus an sich ist vielleicht das Schönste in der Western-Reihe, so Ja. vom Ganzen her. Mhm. Ähm, aber die Figuren, ja, es ist so diese Dekade Figuren ist einfach echt, oder auch schon letzte Dekade, es ist einfach schlecht. Ja, Figurentechnisch ist es einfach wirklich schlecht, bis auf unseren Postkutschenüberfall. Die Figuren sind beide richtig genau. top. Ja. Und das ist ja 2022, man klingt jetzt relativ neu, das ist auch 4 Jahre her, aber ist ja einfach ein neues Set, also ein relativ neues Ja, Set und du fühlst ja wirklich, wie wenig Mühe sich da gegeben wird. Das ist so mein größter Kritikpunkt, also dass du wirklich einfach denkst, oh krass, die machen ja gar nichts Neues, die geben sich ja nicht mal mehr Mühe. Ist natürlich dann cool, dass die Sets überhaupt wieder auf den Markt kommen und kann natürlich sein, dass einfach die Vorbilder auf der Leinwand irgendwie fehlen, dass du sagst, wir haben keine populären Westernfilme mehr wie damals, deswegen interessiert sich keiner mehr für Western, so funktioniert es ja eigentlich. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Also wird ja Gründe geben, warum Western nicht mehr so gut vertreten ist, weil die Nachfrage vielleicht einfach gar nicht mehr da ist. Aber für uns so mit oder aus nostalgischer Sicht mit diesen Sets, die wir damals hatten, ist das natürlich ein absoluter, ja, Sprung den Wasserfall hinunter. ja, Naja, ja, 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 ist so leider. ja. Ist aber witzig, dass wir uns hier beide für das gleiche Set, für das gleiche Favoritenset entschieden haben, denn wir haben die Postkutsche oder den Postkutschenüberfall beide auf 1 und Und wir, damit geht. und wir haben den Saloon beide auf 10. Das ist stark, das finde ich wirklich geil. Das ist wirklich sehr, sehr abrunden, dass wir gleich starten und gleich enden. Finde ich Ja, cool. guck mal, wir sind auch nicht in allen Sets so großartig unterschiedlich. Also wir haben ja auch einige Sets in der Nähe, sag ich mal. Ähm, Ja, Wobei dein Planwagen ist ja echt gerutscht, ne? ja, ja, sehe ich gerade. Stimmt, das ist auf 7, ne? Ja, er ist jetzt auf 7. Krass. Ist doch so Ja, weit runtergegangen. Ja. Ja, guck ja, mal, die Indianer haben wir auf 3 und 4. Ja, Mine 4 und ja, 6. Also wir sind da schon stimmt. irgendwo beieinander. Das stimmt ja. Und ich finde ja auch, also, da gibt ja hier nicht, also keine richtig schlechten Sets, finde ich. Also, das ist ja immer ganz gut, dass du dann trotzdem noch Sets hast, die du eigentlich geil findest. Und natürlich musst du irgendwo Sets oben positionieren. Das ist ja immer abhängig von der Gruppe, in der das Ganze hier stattfindet. Aber wir finden ja trotzdem noch Artikel gut und müssen ja sagen, selbst die neuen Western-Sets haben ja richtig geile Sachen dabei. Das ist ja schon mal ein Punkt, der wichtig ist. Und dann natürlich auch Scheiß-Sets, die wir hier zu Recht auch schlecht reden. Oder einfach realistisch einschätzen. Ja, also ich glaube tatsächlich aus Kindersicht gesehen, wenn es denn Kinder gibt, die sich für Western begeistern, kommst du damit hin. Also wie gesagt, ich habe sie ja meinem Sohn geschenkt im Großen und Ganzen die Sachen Mhm. und er spielt damit und das ist das Wichtigste und er findet die Figuren gut. Ähm, Ich habe ihm auch natürlich ein bisschen gezeigt, wie man sie ein bisschen verändern kann. Ne? Haut Ja, drauf auf den Nacken ja, und dann fallen sie auseinander. Ähm, und so kann man dann ja auch ein bisschen variieren, wenn dann die Figur mal dreimal da ist. Aber ja, es ist nicht mehr so, wie es mal war. ja. Vielleicht wird es Aber, irgendwann nochmal so. Mal gucken. wie war das noch? Ich habe das Wort jetzt vergessen, den Spruch. Mhm. Ist auch egal. Stillstand ist Rückschritt oder irgendwie so, ne? Stimmt, genau. Von daher, es muss ja weitergehen. Ja, ja. Vielleicht gibt es ja bald eine Schuh des Manitou-Lizenz oder so. Wer weiß. Wir gucken mal. Ja, wir schauen mal und vielleicht kommen da noch ein paar neue Western-Sets auf den Markt. Genau. Vielleicht machen die Lucky Luke irgendwann noch. Würde mich Ja. nicht wundern, wenn das irgendwann nochmal ein Thema wird. Und ja, mit diesen Sets hier, mit unseren Jokern, gehen wir dann
in der 90. Folge auch in die Königsjoker-Folge. Das wird richtig witzig. Tobi, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ist natürlich so mit das geilste Thema, was es gibt. Ne? Ja, definitiv. War sehr überraschend, weil ich ja wirklich nichts wusste. Aber tatsächlich war es gut. Ich kannte die Sets alle. Von daher passte das sehr gut zusammen. So. Ja. So, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, abonniert natürlich unseren Kanal. Bewertet unseren Podcast positiv oder wie auch immer, bewertet ihn einfach bei Spotify. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Macht das gerne, damit tut ihr uns und mir einen sehr, sehr großen Gefallen. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao. Macht's gut. Tschüss.